Ja, liebe Freunde, wir machen heute noch mal einen Test. Wir hatten ja letztes Jahr schon festgestellt, mit 2 Personen erreicht man 35 km/h. Und wir wollen heute mal testen, wie sieht das aus, wenn wir mit mehr Personen an Bord sind. Das Boot ist zugelassen für 4 Erwachsene und ein Kind. Und das probieren wir jetzt mal aus mit der maximal zugelassenen Motorleistung von 20 PS. Viel Spaß dabei! Und ich hoffe, es gibt auch noch mal ein paar schöne Videos mit unserer Insta360-Grad-Kamera. Lasst euch überraschen. Die erste Person ist schon drin, die zweite Person geht rein. Geht, hüpft, springt. Wo bleibt die dritte Person? Uns Helmut. Hast du mich gerufen? Nee. Ab ins Boot. Ach so. Rein. Deine Schwimmweste? Nein, deine Rettungsweste. Meine Rettungsweste. Ich komme jetzt auch noch an Bord. Und? Springt er? Nein, doch. Jetzt ist er gesprungen. Donnerwetter. Ja, Donnerwetter, ja. das ist ein Motor. Ja, bin ganz neidisch. Ich gehe mal eben hier die Mannschaft vorstellen. Nicht? Vis-à-vis von Jürgen sitzt seine liebe Gattin Marina. Die fühlt sich gar nicht wohl. Nee. Nee. Dann meine liebe Tochter Katharina, die freut sich über die Fahrt. Ja. Unser Enkel, also mein Enkel Felix, Der freut sich noch mehr. der freut sich noch mehr. Nun, c'est moi, bin der Helmut. Hast du doch Sprit im Tank? Profis am Werk. Ich habe vor allem den alten Sprit von euch. Au, 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 au. Ob das gut geht. Das ist auch schön, das Ding. Ja, 3D. das ist unsere neue Insta360-Kamera. Und da gucken wir mal, ob wir ein paar ordentliche Aufnahmen zustande kriegen. Also auch das wird gerade geprobt. Auch das wird gerade, das haben wir im Urlaub, Oh ja. aber es wird gerade geprobt. Ganz schön breit geworden. Ne? Oh ja. Ja, riesig breit. Wir nehmen mal eben die neue Mörlerin auf. Und jetzt wieder auf den Hauptakteur. Ja, Sprich, ja. So, die Endgeschwindigkeit haben wir ja schon getestet. Das Boot ist maximal zugelassen für 4 Personen und ein Kind. Und mit der Anzahl sind wir auch an Bord. Und wir schauen gleich mal, ob wir auch jetzt die Höchstgeschwindigkeit erreichen und wie das Boot läuft. ja, okay. Testfahrt. So, okay, Gummi, jetzt schauen wir mal, ob wir rauskommen. Der erste Versuch ist ja schon mal misslungen. Also 5, das ist der Wahnsinnsunterschied, wa? Mit 2 Personen überhaupt kein Problem und 5 Personen. Ja, du addier mal die Kilo. Das ganze Ding kann bis 500 Kilo mit maximal 20 PS, aber schon mit 5 Personen haben wir keine Chance rauszukommen. Da bin ich schon etwas überrascht. Und wir haben uns bemüht hier vorne. Ja. So weit wie möglich. Wir waren stets bemüht. Wir waren stets bemüht. Das ist aber auf dem Zeugnis eine Scheißnote. Ja, ja, da merkt man dann schon den Unterschied hier zwischen dem Rumpfform und dem Aluboden. Mit Aluboden hätte es wahrscheinlich noch geklappt. Jetzt gucken wir mal, welche Geschwindigkeit wir tatsächlich erreichen. Wir versuchen nochmal Gas zu geben und schauen mal, wo wir landen. Jetzt gehen wir Gummi. bin jetzt doch stark enttäuscht, dass wir mit den 20 PS keine Chance haben, ins Gleiten zu kommen. Mit 5 Personen, also 4 Personen, 4 Erwachsene und ein Kind.
schade eigentlich. Da hätte ich mir mehr erhofft. Tja, Umtauschen. Ja, mehr geht ja nicht an dem Boot. In der Regel fahren wir ja zu zweit. Ja, für 2 Mann ist es gut, aber wir sind ja schon mal zu viert unterwegs. Und das zeigt sich halt, da können wir keine Gleitfahrt mehr machen. Das wundert mich. In dem anderen Boot mit dem Aluboden sind wir ja auch zu viert gefahren und da war das gar kein Problem. Wir sind ja da auch schon übers Meer gefahren. Wir können jetzt mal probieren. Wenn du eine Runde schnell fahren möchtest, dann müssen wir 2 Personen rauswerfen aus dem Boot. Ja. Wer soll das sein? Felix will mal schnell fahren. Ja klar. ich will raus. Dann setzen wir jetzt Marina ab. Ach, dann gehe ich auch. Also 3 Erwachsene, ein Kind willst du nicht ausprobieren? Können wir auch machen. Machen wir den Test. Klar, wir lassen nur Marina von Bord. Und beim nächsten Mal steige ich aus. Und dann können wir nochmal... Jetzt danke! Kriegst du einen nassen Hintern. Das ist war richtig. Bootfahren. Ja, komm. Der lacht, der ist alleine. Ich sag, ihr lacht, weil alleine drin. Ja, also mit 4 Personen ein Kind, kein Gleiten mehr. Jetzt haben wir eine Person entlassen und fahren jetzt mit 3 Erwachsenen ein Kind und jetzt schauen wir mal die nächste Runde. Achtung, fährt los. Aber das war ja jetzt problemlos. Ne? Das ist ja verrückt, Noch ne? mal, bitte. Aufpassen, bitte, bitte. Was möchtest du? Nicht noch mal Wasser hier rein. Nicht nochmal? Ach, ich dachte, du wolltest was Hattest du haben. denn jetzt die Geschwindigkeit gesehen? Nee. Geschwindigkeit Dann machen wir können wir, jetzt aber noch kein mal. Wasser mehr. Oh, da kommen noch mal Wellen. Oh ja. Ja, dann kriegt ihr vielleicht mal diesmal das Hintern. Also, gucken, wir gehen jetzt mal auf die Seite. Und jetzt eine nehmen wir die Welle von der Seite, das schaukelt dann so ein bisschen. Dann gucken wir. Wenn ihr wieder Wasser reinkommt, ne? Nee, da kommt jetzt kein Wasser. Die reiten wir problemlos Die ab. reiten wir aus, die Welle. Geht schon. So. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir die 35 km erreichen, die wir beim letzten Mal erreicht haben mit 2 Personen. Achtung! Ich helfe wieder mit. Fast Höchstgeschwindigkeit. Ja. Wie viel hatten wir jetzt? 33, in der Spitze 33. Die Höchstgeschwindigkeit erreichen wir mit einer Person und einem Kind nicht, aber 33 ist fast Höchstgeschwindigkeit. Ja. So, jetzt noch einen Test, und zwar die Kamera mal zum Bug raushalten, ganz weit nach vorne, da müsstet ihr mal tauschen. Ja, genau so, und ich gebe jetzt mal Gas und dann müssten wir nämlich anschließend von der Kamera so unter das Boot gucken können. Ah, okay. Ach so. Ja, Cool. okay.
Willst du mal in einem richtig schnellen Schlauchboot mitfahren, mal eine Runde? Ja, ne? Dann steigen Opa und ich einfach aus. Dann geht ihr ab wie Schmitz Katze. Ich kann jetzt nicht Nein sagen. Kannst du schon. Grundsätzlich sind wir fertig, wenn du nicht möchtest. Doch, ich möchte. Natürlich. Mal gucken, ob wir tatsächlich nur 35 km/h fahren, weil das ist jetzt deutlich schneller wie eben, oder? Ja, schon. Das fühlt sich viel schneller an. Ja. Fühlt sich auch schneller an als das Schlauchboot, das wir hatten. Ja. Weil der Boot So, jetzt gucken wir mal, was das anzeigt gleich. km/h. Ja, kurz 39, aber das war auch nur, Kurz 39? ja, war aber noch nur eine Sekunde oder so. Aber 38. Also wir sind letztes Jahr nur 35 gefahren. Also das ist schon, bin ich überrascht. Schon ein Unterschied. So schnell sind wir noch nie gefahren. Welle, Achtung. Oder wir fahren noch einmal, halte die Kamera nochmal so zur Seite. Aber schön festhalten. Noch weiter raus, jetzt geht. So weit wie möglich raus. Okay. Nach dem Test geht der Motor ins Winterlager. Ja, das war's schon wieder für die Saison 2024. Wir sind gerade noch mal richtig schnell gefahren. Mit einem Erwachsenen, einem Kind haben wir tatsächlich 38 km/h geschafft. Das sind noch mal 3 km/h mehr wie letztes Jahr. Also wir sind voll zufrieden. Allerdings war die Ausbeute mit 4 Erwachsenen, einem Kind doch erbärmlich. Das hat mich total enttäuscht, dass wir nicht ins Gleit gekommen sind. Aber ein Erwachsener weniger, alles lief wunderbar und dann sind wir auf 33 gekommen. Nachdem die dicke Marina vom Bord gegangen ist. Die Marina war viel zu schwer. Tschüss, bis zum nächsten Jahr mit Schlauchbootfahren. Allen ist der Peter stark. So, und schon ist der Motor verhaftet und kommt in den Keller. Der Motor steht jetzt wieder wohlbehalten im Keller bis zum nächsten Frühjahr. Ich hoffe, euch hat unser kleines Video gefallen. Wenn ja, dann verspreche ich euch fürs nächste Jahr noch spektakulärere Videos mit längerem Stick und Einsatz von der Drohne. Beim Fahren hat uns doch überrascht, dass 4 Personen und ein Kind uns nicht zum Gleiten gebracht haben und eine Person weniger, da war alles anders. Sofort ging das Boot in Gleitphase, überhaupt kein Problem, fast die errechnete Geschwindigkeit erreicht, einfach klasse. Ja, und zuletzt alleine mit Felix haben wir tatsächlich 38 km/h erreicht, sogar in der Spitze 39. Das ist schon überraschend, wie wenig Kilos doch den totalen Unterschied machen. Nächstes Jahr werden wir ein bisschen weiter testen und proben. Das war es erstmal mit Schlauchbootfahren. Bis zum neuen Jahr.